Wird man mit dem Studium in Politikwissenschaft Bundeskanzlerin? Vielleicht nicht, aber man kann trotzdem in viele Berufe einsteigen und natürlich auch in die Politik gehen. Hi, ich bin Vanessa. Ich studiere Politikwissenschaft im Bachelor an der Uni Mannheim. Wie das Studium so ist, zeige ich euch heute. Also kommt doch einfach mit auf den Campus. Im Studium schauen wir uns beispielsweise an, wie Regierungen, Parteien, Gerichte und auch die Öffentlichkeit, also Personen wie du und ich, politische Entscheidungen treffen und umsetzen. Das Ganze betrachten wir auch international und testen unsere Theorien dabei mit Hilfe von quantitativen Methoden und Statistik. Neben mir seht ihr schon das Gebäude A5. Hier sitzt die Fakultät für Sozialwissenschaft und dort habe ich gleich eine Vorlesung zum Thema Spieltheorie. In der Politik geht es ja letztendlich darum, die Interessen einer Gruppe von Personen irgendwie in Einklang zu bringen, Interessen zu vermitteln und letztendlich eine Entscheidung zu treffen, die dann für alle verbindlich ist, also für alle gilt. In einer Diktatur ist es vielleicht eine einzelne Person, die eine Entscheidung trifft und dann mit physischer Gewalt durchsetzen kann. Für Demokratien würden wir im Regelfall annehmen und haben wollen, dass die Interessen von allen gleichermaßen berücksichtigt werden. Wie ist das Studium in Mannheim inhaltlich aufgebaut? In Mannheim gibt es 3 Schwerpunkte. Dabei legen wir großen Wert auf die Vermittlung von methodischen Kenntnissen, also Forschungsdesign und quantitative Methoden. In der vergleichenden Regierungslehre geht es um politische Institutionen wie Diktaturen oder auch Koalitionsregierungen. Im Bereich internationale Beziehungen fragen wir nach den Ursachen und der Lösung von Konflikten. Und in der politischen Soziologie stellt sich die Frage nach den Einstellungen und dem Verhalten von Menschen, etwa gegenüber marginalisierten Gruppen. Der Studiengang ist in ein Kernfach und ergänzende Module aufgeteilt. Im Kernfach Politikwissenschaft erlangen wir grundlegende politikwissenschaftliche Kenntnisse. Außerdem gibt es ein Praxismodul mit Pflichtpraktikum. Die Skills in meinem Studium helfen mir auch bei meinem Nebenjob weiter. Ich arbeite beim Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung und bin hier Teil eines Projekts, bei dem es um Bildungsungleichheiten in Europa geht. Im Job habe ich viel mit Datenaufbereitung zu tun. Da hat sich das Statistiklernen auch wirklich gelohnt. An Methoden und Statistik kommt im Politikwissenschaftsstudium niemand vorbei. Doch was verbirgt sich dahinter und warum ist es so wichtig für unser Studium? In unserer Forschung und Lehre nutzen wir Software wie R und Stata, um große Datenmengen zu analysieren. Politische Phänomene können wir so zum Beispiel mit Textdaten und geografischen Daten erklären. Außerdem erforschen wir mit modernen statistischen Methoden die Ursachen dahinter. In meiner eigenen Forschung untersuche ich gerade die Gründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus und wie dieser mit Ungleichheit zusammenhängt. Mir persönlich haben die quantitativen Methoden richtig Spaß gemacht. Und wenn man sich ein bisschen reinhängt, ist es definitiv machbar. Im Praxismodul werden uns verschiedene Berufsfelder für die Zeit nach dem Studium vorgestellt. Dabei wurde mir erst so richtig klar, wie vielfältig meine Berufschancen sind. Mit meinem Abschluss kann ich zum Beispiel in der Politikberatung oder auch als Data Scientist arbeiten. Auch eine Karriere beim Land, den Kommunen oder als Auslandskorrespondentin wäre möglich. Ich persönlich würde am allerliebsten beim Auswärtigen Amt arbeiten. Doch welche Kompetenzen braucht man dafür? Zum Glück haben wir hier eine gute Beratung. Welche Kompetenzen braucht man, um sich für das Auswärtige Amt zu bewerben? Im diplomatischen Dienst sind viele Qualifikationen gefragt, die Sie bei uns erwerben. Sie lernen, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten und politische Interessen präzise einzuschätzen. Außerdem beherrschen Sie durch Ihr Studium den Umgang mit komplexen Daten. Mit diesen Fähigkeiten sind Sie in der Lage, Konflikte schnell und strategisch zu lösen.
Meine Pausen verbringe ich gerne in der Mensa oder im Café Soleil, das genau gegenüber des Bibliotheksbereichs A5 liegt. Hier treffe ich mich gerne mit Kommilitoninnen und Kommilitonen und wir trinken zusammen eine heiße Schokolade oder einen Kaffee. Die sind echt mega lecker. Generell wechsle ich gerne zwischen den verschiedenen Bibliotheksbereichen der Uni durch, um ein bisschen Abwechslung beim Lernen zu haben. Hier gefällt mir die Bibliothek in A5 mit den großen Fensterfronten und der entspannten Atmosphäre am besten. Sie gehört zur Sovi und hier finde ich die Literatur, die ich brauche. Auch die englischsprachige, denn das Politikstudium ist größtenteils auf Englisch. Und was sind denn die Vorzüge der englischsprachigen Lehre? Erstmal ist sie ein großer Vorteil fürs Auslandssemester, das durch die internationalen Semesterzeiten der Uni Mannheim sehr gut ins Studium integrierbar ist. Außerdem bereitet die englischsprachige Lehre unsere Studierenden ideal auf einen Master oder auch einen Job auf der ganzen Welt vor. Ich war insgesamt ein Jahr im Ausland. Ein Wintersemester durfte ich in der schwedischen Kleinstadt Växjö verbringen, mit ihren roten Hütten und wunderschönen Seen. Im Sommersemester ging es für mich in die Millionenmetropole Istanbul, also das völlige Kontrastprogramm. Inmitten bunter Szeneviertel, crazy Partys und leckerem Essen habe ich mich mega wohl gefühlt. Es war insgesamt ein unbeschreibliches Erlebnis. Und so will ich auch meine Zeit in Mannheim beschreiben. Ausgelassen, lehrreich, lebendig und irgendwie auch grenzenlos. Und jetzt freue ich mich auf alles, was noch kommt.